das fällt immer auf. Ich frage die Leute auch immer, was fällt ihnen denn auf? Sagt, ja, die Leute sind so nett in den Restaurants. Alle Fragen, die man hat, werden beantwortet. Ja? Und dann kommt noch eine zweite dazu, das mich wundert, ist ja, sie laufen ein bisschen langsamer als die Deutschen. Okay, finde ich interessant. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Persönlichkeiten, interessanten Menschen aus interessanten Ländern. Und heute steht bei uns sozusagen Kolumbien auf dem Fahrplan, könnte man sagen. Und obwohl Kolumbien jetzt auf den ersten Blick steuerlich vielleicht weniger attraktiv zu sein scheint, aber es gibt viele Gründe, sich für dieses Land zu interessieren und sind öfters schon auch auf dieses Land angesprochen worden. Es ist ein sehr schönes Land. Und nicht nur, weil es da vielleicht der ein oder andere kennt, dass es mit einem der größten Karnevals in Lateinamerika gibt, Musikfestivals, sogar kulinarische Festivals und so weiter und so fort. Müssen wir nachher noch ein bisschen mehr dazu hören. Ganz zu schweigen von Landschaft, landschaftlicher, kultureller Vielfalt im Land, Einzigartigkeit kann man sagen, weil ja zum Beispiel Pazifischer Ozean und auch die Karibik von dem Land aus erreicht werden kann. Für mich war es interessant, weil mir ist das irgendwo, ich beschäftige mich ja mit dem Thema Zweitpässe und da habe ich irgendwo sogar gelesen, dass Kolumbien jemanden, der den karibischen Pass hat, nach nur einem Jahr Aufenthalt in Kolumbien auch noch den kolumbianischen Pass dazu gibt. Aber man muss halt Staatsbürger eines karibischen Landes sein. Das ist sehr, sehr interessant, weil mit dem Thema beschäftigen wir uns viel. Aber heute im Fokus, wie gesagt, nur das Land Kolumbien. Wir sind sehr, sehr froh, einen Experten bei uns zu Gast zu haben. Alexander von Biela. Lieber Alexander, wir sind sehr froh, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen und bitte stell dich doch unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor. Vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch das hier teilen kann und vor allem, dass ich auch mein Land Kolumbien hier bisschen vorstellen kann. Ich bin hier geboren in Kolumbien, dann zur deutschen Schule gegangen. Also hier ist eine große deutsche Schule in Bogotá, wo ich lebe, mit an die 2000 Schüler. Dann haben wir noch 3 weitere deutsche Schulen, auch in Kolumbien, in Cali, Medellín und Barranquilla. Das sind alles große Städte mit an die 2 Millionen Einwohner. Und Bogotá hat an die 9 bis 10 Millionen Einwohner, ist also eine sehr große Stadt hier in der Region. Insgesamt hat Kolumbien 50 Millionen Einwohner und das ist so ein bisschen ein sehr vielfältiges Land. Du sagtest es eben schon, ein sehr schönes Land auch weil es so vielfältig ist. Vielleicht noch weiter zu mir, also dann deutsche Schule und habe dann in Deutschland Jura studiert, erst in Tübingen, dann in Bonn, bin dann aber wieder zurückgekommen hier nach Kolumbien, habe erstmal bei Großkanzleien gearbeitet und bin dann schon seit, ist natürlich auch schon lange her, 23 Jahren hier selbstständig mit der eigenen Kanzlei. Wir sind, wie wir so schön sagen, eine Boutique-Kanzlei und unterstützen die Unternehmen und auch die natürlichen Personen, die nach Kolumbien kommen, in ihren Vorhaben hier in Kolumbien. Also da gibt es ja alles auf der rechtlichen Seite, aber ich sage immer gerne im Unternehmensrecht, weil Unternehmensrecht ist ja mehr, ist ja wirklich. Da geht es auch darum, dass man an das Visum denkt, dass man eben auch daran denkt, an die Verträge, an die Arbeitsverträge, an die Mietverträge, Kaufverträge und so weiter. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu, da ein bisschen oder einfach nur das Vertrauen zu schaffen, dass der Rechtsstaat hier wirklich funktioniert. Wir sind da tätig in diesem Bereich, 9 Anwälte und noch 15 weitere im Büro, die uns als Staff, also als Paralegals, wie wir hier sagen, unterstützen. Bin sehr eng verbunden mit der deutsch-kolumbianischen Community natürlich auch, was auch, sagen wir mal, bisschen der Lebensfreude auch gibt am Ende, denn wie gesagt, die deutsche Schule, da sind wir sehr nah dran. Dann ist natürlich das Goethe-Institut hier. Dann haben wir die Deutsch-Kolumbianische Handelskammer, da bin ich im Vorstand. Das sind natürlich die Bereiche, wo sich die deutsche Wirtschaft auch trifft und wo sich, sagen wir mal, die Deutschen oder die Deutsch-Kolumbianer dann auch treffen und die Kolumbianer natürlich auch. Also unter anderem natürlich auch die evangelische und die katholische deutsche Kirche, die gibt es auch. Also das sind alles Dinge, die sagen wir mal, einen wohlfühlen lassen hier, auch wenn kein Deutsch gesprochen wird, es wird Spanisch gesprochen. Aber ein bisschen Deutsch ist dann da immer noch in dieser Community. Jetzt muss ich ja sagen, Alexander, Kolumbien
hat ja in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Da kann man sich noch erinnern an Pablo Escobar und so Drogenkriege. Und hinterher war dann eine Phase, da war schien da relativ gewalttätig zu sein, fast bürgerkriegsähnlich. Und dann heute alles fast super. Heute können sogar Kolumbianer hier visumsfrei in den Schengen-Raum einreisen. Also eine wahnsinnige positive Entwicklung dieses Land. Wie hast du persönlich diese Zeit erlebt? Ja, ich muss sagen, das war 1985 und da hatten wir tatsächlich die Drogenbosse. Das war also alles, wie soll man sagen, alles zentralisiert. Der Name Pablo Escobar ist natürlich total bekannt und die Serie Narcos und so weiter, muss man ganz offen darüber sprechen. Und das sind auch also super Serien, muss man wirklich sagen. Und es war auch wirklich so. Also das ist nicht, dass da jetzt Hollywood viel dazu getan hat, sondern es war wirklich so, dass da sehr viel Geld im Umlauf war. Und ehrlich gesagt, heute ist natürlich weiterhin noch immerhin dieser Drogenhandel, Drogenanbau im Süden des Landes. Also deshalb ist es auch gut, dass man mit jemandem spricht, wenn man ins Land kommt, dass man dann sagt, ja, wo gibt es vielleicht Gebiete, wo man nicht unbedingt hin sollte. Warum? Aber es liegt eben wirklich daran, dass da dass da viele kleine Drogenbarone sozusagen oder ja, im Anbau und im Handel über Mexiko dann nach USA und nach Europa hier wahnsinnig viel Geld machen. Ne? Und das ist schon richtig. Aber sag mal, ich in meinem normalen Leben, ich erlebe das überhaupt nicht. Wie in Frankfurt gehe ich auf die Straße und ich glaube, Frankfurter Bahnhof ist mir gefährlicher als wenn ich jetzt hier rumlaufe. Aber es ist wirklich, es gibt Orte, da sollte man lieber dann da die Leute, die gerade im Drogenhandel sind, wo auch so viel Geld, wie gesagt, dahinter steckt, da muss man nicht unbedingt in die Quere kommen. Ne? Ja, das glaube ich. Also eine Stadt zum Beispiel, die da relativ auch bekannt war, was ich gelesen habe, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich es so richtig ausspreche, Medellin oder so ähnlich. Ja. Medellin. Aber der bekannteste, oder der gefährlichsten Städte der Welt, wenn man da mal nachguckt. Und heute liest man, wenn man sich über die Stadt informiert, das ganze Gegenteil, soll sehr innovativ sein oder wahrscheinlich auch Hightech-Unternehmen sich dort angesiedelt haben und so weiter und so fort. Ne? Also. Ja, ganz genau, so ist es. Und ich muss sagen, Medellin ist eine Stadt von 2.500.000 Einwohner. Eine schöne Stadt, der ewige Frühling ist dort, also das ist natürlich in Medellin, ist es mitten in den Bergen, da ist nie ein richtiger Winter, wenn dann regnet es mal sehr stark und so weiter, aber man hat immer an die, 22 Grad und es ist wirklich sehr angenehm, dort zu leben. Und es gab diese Zeit, wo eben es eine gefährliche Stadt war, aber die Stadt ist auch sehr, wie wir hier sagen, es hat sich sehr schnell bewegt, also haben sehr schnell gemerkt, dass über diese Drogenschiene gibt es nur Chaos und Armut nachher auch und Violence und jetzt weiß ich nicht mehr, wie man auf Deutsch sagt. Also das ist also Gefahren dann für die Leute und letztendlich ist es so, dass Medellin sehr schnell aus diesem Problem rauskam und heutzutage lebt man dort eigentlich ziemlich sicher. Die Touristen, wenn sie nach Kolumbien kommen, fliegen sie meistens nach Bogotá, nach Medellin und nach Cartagena. Das sind so die 3 haupttouristischen Orte. Und Medellin, einmal der Tourismus ist sehr stark und dann zweitens auch die Unternehmen sind sehr stark. Die Unternehmen, die dort angesiedelt sind, im Hightech unter anderem auch, aber auch ganz, ganz normale Unternehmen. Unter anderem haben wir dort auch einige Mandanten, die dort halt ihre Produkte verkaufen und sind sehr erfolgreich. Also es sind sehr arbeitsame Leute, sehr nette Leute auch, kann man nicht anders sagen. Normalerweise von Bogotá aus fliegt man hin. Das ist ein Flug von einer halben Stunde. Leider gibt es keinen Zug mehr. Vor 80 Jahren gab es mal einen Zug. Und der wurde durch die Interessenkonflikte der Lastwagenfahrer und der Straßenbenutzung sozusagen unterbunden. Und die letzten Regierungen und auch die jetzige ist wieder dran, wieder eine Zugverbindung herzustellen. Denn das sind nur 500 Kilometer. Also man könnte da, mit dem Auto braucht man 7 Stunden, 8 Stunden ungefähr. Aber vielleicht, da ist das Wichtige auch nochmal, das Land hat die Andenkette, teilt sich in 3 bei uns in Kolumbien. Also die kommt von Chile hoch, die Anden kommen hoch, das ist eine große Andenkette mit 5000er Bergen und auch Schneebergen natürlich und Vulkanen auch dazu. Und die teilen sich in 3 bei uns. Dann kann man sich vorstellen, dass wenn man von Bogotá, muss man erstmal runterfahren, dann muss man auf der anderen Seite wieder hochfahren, dann muss man auf der anderen Seite wieder runterfahren. Das dauert natürlich. Also deshalb, man kann das nicht mit einer deutschen Autobahn vergleichen. Jetzt ist ja in letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahren
war ja Kolumbien eine unglaubliche wirtschaftliche Erfolgsstory. Ja? Also ich habe gelesen, die Armutsrate wurde zum Beispiel zwischen 1990, da war sie 65%, bis 2014 auf unter 30% gesenkt und 2018 war sie nur noch bei 27%. Das Gross Domestic Product, also das Bruttosozialprodukt, ist gestiegen von 250 Milliarden US-Dollar in 1990 heute auf fast 800 Milliarden. Das ist die drittgrößte Wirtschaft Südamerikas, also die viertgrößte. Wie kommt es zu diesem Boom? Ja, das ist wirklich, wir haben, vielleicht muss ich anfangen, 1991 haben wir die Verfassung von 1892, also eine alte Verfassung, die wir hatten. Da sieht man aber schon, dass Kolumbien an den Gesetzen also eine Rechtsstaatlichkeit hat. Eine alte Verfassung wurde erst fast 100 Jahre später verändert mit Beteiligung aller Gesellschaftsgruppen. Also das heißt, wir haben eine Verfassung von fast 400 Artikeln. Warum auch? Weil jeder war daran beteiligt. Und was hat die Verfassung gebracht? Eine Öffnung, eine Globalisierung. Und diese Globalisierung 1991 hat natürlich dazu geführt, dass die Gesellschaft, also wie gesagt, alle waren da vertreten, also indigene Bevölkerung, die schwarze Bevölkerung an den Küstenstädten, die ja immer eigentlich eher eine ärmere Schicht darstellt, weil es da wenig Möglichkeiten oder Opportunities gibt. Aber alle waren tatsächlich da beteiligt. Dann diese Globalisierung hat 1991 tatsächlich dazu geführt, dass wir viel mehr, also freie Importe und freie Exporte haben konnten. Und seitdem ist auch da muss man auch sagen, die Ölindustrie, die Kohleindustrie, Kaffee hatten wir vorher schon und Kaffee ist natürlich einer unserer Hauptexportprodukte. Aber hinzu kommen natürlich die ganzen Früchte, Bananen, der Avocado Hass zum Beispiel, der wird sehr stark hier exportiert. Blumenexport ist sehr stark in Kolumbien. Also das sind so Dinge, die wirklich angezogen haben. Und die Inflation ging dann langsam runter. Wir hatten eine Inflation ich kann mich noch erinnern, 50% oder sowas. Und die Inflation ging runter. In den letzten 20 Jahren waren wir bei einer Inflation von 3,5%. Das lässt sich sehen in der Welt, denn bei einer Inflation von 3 bis 3,5% kann eine Wirtschaft wachsen. Und das ist auch passiert. Genau das ist passiert. Wir haben eine Zentralbank, das kommt auch aus dieser Verfassung von 1991. Diese Zentralbank arbeitet unabhängig von der Regierung. Das heißt also, das gewährleistet, dass so ein Land wirtschaftlich stabil ist und das ist so auch geschehen. Ne? Sehr gut. Also muss man sagen, ich lese hier gerade Wirtschaftswachstum 2022 7,5%, ja. Also wahnsinnig. 23 ging es dann leicht nach unten, okay. Ich meine, es ging dann überall in der Welt total nach unten, aber immerhin, also das ist schon natürlich sehr beeindruckende, das sind beeindruckende Zahlen. Ne? Das zieht natürlich wahrscheinlich auch nicht ohne Grund ein Unternehmen aus Deutschland oder Europa ins Land. Was mich mal interessieren würde, was sind denn so die typischen Leute, also jetzt, wir reden ja in erster Linie über Deutschsprachige, die es so nach Kolumbien zieht aus deiner Sicht? Wer passt da hin? Für wen ist das Land interessant? Ja, ich will mal nicht zu sehr ausholen in der Geschichte, weil da gibt es ja verschiedene Wellen von und ich glaube, die Kriege sind ja immer daran schuld, dass Leute Deutschland verlassen müssen. Aber in der letzten Zeit, also neuerdings, und ich glaube, das ist das, was uns ja am meisten interessiert, ist, wir bekommen immer mehr Anfragen von Deutschen, die sagen, also in Deutschland haben wir zu viel Bürokratie, wir haben keinen Standort mehr, wir suchen was anderes oder wir suchen den Plan B oder wir suchen den Plan C. Und das ist tatsächlich das, was wir auch hier in der Kanzlei spüren. Und da haben wir auch Möglichkeiten zu bieten und ich denke mal, man sucht ja auch etwas, wo man, sagen wir mal, ganz problemlos ist es nirgends in der Welt. Ja, das muss man auch immer sagen. Ja, ja, aber jedenfalls, dass man nett empfangen wird, das kann ich versichern. Also da kann ich meine Hand ins Feuer legen. Die Leute gutes Essen darf man nicht vergessen, ja. Gutes Essen. Die Leute sind super nett, wenn man im Restaurant ist. Also das fällt immer auf. Ich frage die Leute auch immer, was fällt ihnen denn auf? Sagt, ja, die Leute sind so nett in den Restaurants. Sie alle Fragen, die man hat, werden beantwortet. Ja? Und dann kommt noch eine zweite dazu, das mich wundert, ist ja, sie laufen ein bisschen langsamer als die Deutschen. Okay, finde ich interessant. Aber es ist halt ein bisschen auch der Lebensstil dann, dass man sagt, ja gut, wenn es nicht heute klappt, dann klappt es morgen. Ja? Aber in den Städten ist das nicht unbedingt so. Ja? Die Städte sind sehr vergleichbar mit deutschen Städten. Ja? Interessant. Und aber jetzt
die Menschen, die zum Beispiel wegen Business, Geschäftsleute, die da nach Kolumbien kommen, wovon lebt jemand, jetzt die meisten Leute, die du kennst, die sich jetzt in Kolumbien niederlassen? Also kann man das überhaupt so sagen? Gibt es da Schwerpunkte oder streut sich das total über alle möglichen Branchen? Ja, man müsste jetzt schauen. Natürlich kommen diejenigen, die schon mit Unternehmen kommen, ist natürlich der Markt ist interessant. Also Sebastian sagte ja eben gerade schon, dass wir die drittgrößte Wirtschaft jetzt hier in Lateinamerika sind, also Süd- und Zentralamerika. Und das ist richtig. Wir sind nach Brasilien, das ist ja ein riesen eigenes Land, mit wenig Kontakten zu den Nachbarländern eigentlich, weil sie haben ja ihren eigenen Markt. Und dann kommt Mexiko. Mexiko hat eben auch den sehr starken Nachbar und ist auch ein Land, was von alleine eigentlich nur noch in den Norden guckt. Und dann kommt Kolumbien. Und das ist natürlich für uns, sagen wir mal, da sind wir auch stolz drauf, denn letztendlich ist das gewachsen auf der Grundlage, dass die Wirtschaft hier sehr stabil ist. Es ist aber ein bisschen schade natürlich für Argentinien, ein sehr wunderschönes Land, was aber, vielleicht kann man das so sagen, politisch in den letzten 20, 25 Jahren einfach durchgefallen ist. Also das war die drittgrößte Wirtschaft und kann es ja auch nochmal werden, weil es ein tolles Land ist und hat sehr viel Agro, hat sehr viel Industrie, hat aber eben durch die Politik eben auch sehr viele Probleme und ist nicht mehr so stark wie früher. Und Chile ist ein kleineres Land, ist auch eigentlich ein sehr gut geführtes Land. Aber von hier aus, das darf man auch nicht vergessen, Kolumbien liegt zentraler. Wenn man von Frankfurt aus jetzt nach Bogotá fliegt oder nach Medellin fliegt oder auch nach Cartagena kann man fliegen. Wir haben am Tag 20, 30 Flüge, die nach Europa fliegen, also sehr gut verbunden und im Norden Südamerikas. Das heißt also, nach Chile muss man noch 6 Stunden weiterfliegen, nach Argentinien 6, 7 Stunden, nach Sao Paulo 6, 7 Stunden. Also da ist man natürlich für einen Geschäftsführer, der von einer größeren Firma kommt, finden oft die Meetings dann hier statt. Das kann auch in Miami stattfinden. Miami ist nur 3 Stunden von uns entfernt. New York nur 5 Stunden Flug von uns entfernt. Also diese Schiene ist sehr, sehr, sehr logisch, also von der Logistik her sehr, sehr gut zu erreichen. Mexico City sind nochmal 5 Stunden Flug. Man täuscht sich, da ist Mexiko doch noch sehr entfernt, auch noch auf der einen Seite, aber natürlich von Chile oder von Argentinien noch viel mehr. Also das sind so, sagen wir mal, die Geschäftsführer, die ein Land suchen für ein Unternehmen, was stabil ist, wo man gut leben kann, was nicht so teuer ist, wo man gut essen gehen kann. Die Restaurants sind nicht so teuer, die Leute sind sehr nett. Sind auch gut ausgebildete Leute, das muss man auch sagen, ja, für ein Unternehmen, was Fachkräfte braucht, zum Beispiel in der IT-Industrie. Es gibt hier Callcenters, Callcenters für die ganze Welt. Da stehen die Leute hier durch den Zeitunterschied, der zu Deutschland manchmal 6 oder 7 Stunden ist, stehen um 3 Uhr morgens auf und arbeiten im Callcenter. Ja? Also Bertelsmann und so weiter haben hier Callcenters und das sind gut ausgebildete Leute, die dann auch vernünftige Berater da sind und man muss nicht unbedingt nach Indien gehen. Natürlich, Indien ist sicherlich sehr interessant, aber auch hier sprechen sie, glaube ich, ein bisschen verständlicheres Englisch. Manchmal. Ja, also es ist schon so ein Hub geworden. Dann kommt noch, Sie fragen noch, welche anderen Industrien? IT auf jeden Fall, Callcenters sehr interessant, weil da arbeiten ja dann gleich 3000 Leute oder sowas. Dann gibt es die Tourismusbranche, da fehlt noch sehr viel Know-how in der Tourismusbranche. Gute Hotels gibt es, aber es ist noch nicht so diese Qualität, die ein Deutscher gerne haben wollte, wenn er Urlaub macht. Es ist halt noch sehr Abenteuerurlaub in Kolumbien. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun. Da kann noch viel gemacht werden in dieser Branche. Und die Flughäfen sind überlaufen im Moment, weil Kolumbien wirklich ein Hotspot im Moment ist für Tourismus. Das bedeutet auch, dass es sicher ist, da wo die Leute auch hingehen. Und wie gesagt, die gehen nicht in den Süden, da wo die Coca angebaut wird oder gehandelt wird, sondern sie sind dann da, wo es schön ist, wo man sicher ist, wo es wirklich auch nicht so teuer ist, wo man gut essen kann, wo man schön übernachten kann. Wie gesagt, vielleicht fehlt da noch Know-how. Wenn jemand kommt und Know-how im Tourismusbereich hat, der hat hier viel zu tun. Nicht? Das sind so die Bereiche, wo ich denke, da kann viel gemacht werden. Agro ist noch ein dritter vielleicht Bereich, der gefördert wird im Moment durch die Regierung. Da ist auch noch viel zu tun. Es gibt 30 Millionen Hektar, die frei sind für Agro. Es ist dann immer diese Schwierigkeit, soll jetzt ein Großunternehmen kommen oder sollen lieber kleinere kommen? Das ist immer so eine gesellschaftliche Komponente, die dahinter steckt. Und da füge ich gleich Folgendes ein. Man kann in Kolumbien
100% Eigentümer von einer Immobilie sein, also von einer Wohnung, von einer Finca. Das ist das, was jetzt dann Einzelpersonen, wenn sie sagen, ein Rentner, der sagt ja, also ich möchte mal lieber ein anderes Land, wo es eigentlich immer Sonne gibt, das ganze Jahr über. Die Empfehlung ist ganz klar und da haben wir auch mehrere Mandanten, die sagen, wir kaufen eine Finca. Was ist eine Finca bei uns? Das ist eine kleine Hacienda, also es ist ein klein oder groß, also es gibt alles. Man kann 100% Eigentümer sein und da hat man dann sein Haus drauf, man kann einen Swimmingpool haben oder man hat die Flüsse. Wir haben ja sehr viel Natur hier überall. Und das ist wunderschön. Also da in der Natur zu sein. Kolumbien ist das Land, was am meisten Vögelvielfalt der Welt hat. Also das ist auch so ein Thema. Es ist wirklich schön. Also das muss man schon sagen. Das sind so die Leute, die eigentlich dann sagen, ja, oder ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr in Deutschland. Gerade wenn der Winter so noch im April da ist, dann freut man sich, wenn man hier ist. Ja, das sind solche Dinge, die auf uns dann zukommen. Oder jemand, der sagt, ich mache ein Hostel auf. Das sind dann meistens natürlich jüngere Leute, also nicht die Rentner, sondern das sind dann die jüngeren Leute, die sagen, ich mache ein Hostel auf. Und die sind überlaufen, die Hostels im Moment. Und jetzt, also was du jetzt gerade eben gesagt hast, hier in puncto Real Estate, das gilt also auch für, sage ich mal, landwirtschaftliche Nutzflächen. Also wir haben ja vielfach heute den Trend, wenn man jetzt hier, ich sage mal, Vermögen sichern will und jetzt auch an mögliche Krisen denkt, dass ja so landwirtschaftliche Investments interessant sind, ja. Das heißt, ich könnte jetzt auch als Ausländer zum Beispiel hier, was weiß ich, 200, 300 Hektar kaufen in Kolumbien ohne irgendwelche Restriktionen. Ne? Ganz genau, das ist es. Es wird nur ein bisschen schwieriger, wenn es mehr als, es gibt da so eine Norm, mehr als 1300 Hektar, ja, da gibt es so eine Art, ja, wie gesagt, genau, 200, 300 Hektar sind genug, also die sind, ja, auch 10 Hektar sind wunderschön, auch 3 Hektar sind wunderschön und genug. Kommt darauf an, wenn man natürlich ein bisschen Landwirtschaft machen möchte. Und da bin ich auch in einigen Projekten in Aufforstung, wo wir tatsächlich den Aufforstern dann helfen. Da gibt es dann Steuerincentives, also Steuervergünstigungen und dann gibt es ja auch die CO2-Bonds und so weiter. Also all das wächst hier langsam heran. Wie gesagt, im Avocado kann man, im Kaffee-Business gibt es welche, die haben 30 Hektar und wunderbaren Kaffee, der da auch angebaut wird, an den Hügeln oben im Atlantik oder in der Kaffeezone. Wir haben eine Zone, die heißt Kaffeezone. Also es gibt alles Mögliche. Oder Cashew wird angebaut zum Beispiel. Das sind so Dinge, wo man, wenn man noch einen Spaß dazu haben möchte, das wäre eins. Aber das zweite ist, auch wenn man wirklich wirtschaftlich da noch was machen möchte, dann kann man das machen. Und 100% kann man Eigentümer sein als Ausländer. Sehr interessant. Ja. Ich habe generell ja auch gelesen, was du gerade schon auch erwähnt hast, dass es in Kolumbien eben einfach auch steuerliche Anreize oder Steuervergünstigungen für ausländische Investoren gibt. Du hast, glaube ich, sowas jetzt auch ein bisschen mit durchblicken lassen. Ist es generell so, dass jetzt Kolumbien, ich sage mal, ausländische Unternehmer hofiert, wenn sie reinkommen? Oder sind das die gleichen Steuervergünstigungen für alle? Oder gibt es spezielle Anreize für ausländische Investoren oder Unternehmen? Ja, vielleicht muss man anfangen. Kolumbien hat eigentlich den gleichen Steuersatz für alle Unternehmen, auch und egal welche Unternehmensform, ist derselbe Steuersatz. Für die natürlichen Personen ist es natürlich progressiv, aber ich bleibe mal bei den Unternehmen ganz kurz. Die Unternehmen haben Vergünstigung in der Grundsteuer, je nachdem, wo sie sind, und Vergünstigung in der Gewerbesteuer. Also die beiden Sachen, wenn jemand hier ein Unternehmen aufbauen möchte. Ich war gerade letzte Woche in Barranquilla, eine Stadt am Hafen, am Atlantik oben, die früher mal sehr, sehr, sehr wichtig war. Also 1932 kam mein Großvater genau dahin, um eine Fabrik aufzubauen. Dann hat sie zwischendurch sehr viel an Wichtigkeit verloren, aber ist jetzt in den letzten, auch durch die Regierung oder durch den Bürgermeister, durch den Governor, den sie haben, in den letzten 15 Jahren wieder sehr gewachsen, schön. Ich finde es zu heiß, aber das ist jetzt mein Gefühl, weil ich lebe hier auf 2600 Meter in den Bergen, fast Zugspitzenhöhe. Da ist natürlich dann Barranquilla am Meer, ist mir ein bisschen zu heiß. Aber dort gibt es genau diese Steuervergünstigung. Wir haben da gerade für dieses Projekt jetzt mit den Leuten dort gesprochen, also Grundsteuer und die Gewerbesteuervergünstigung für 5 Jahre oder 10 Jahre oder fast sogar 15 Jahre frei. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied nachher in einem Investment. Wenn man persönlich kommt, dann ist man natürlich also als Kleinunternehmer
dann gibt es eigentlich wenig Steuervergünstigungen letztendlich, sondern man hat dann die Möglichkeit natürlich innerhalb von 2-3 Tagen eine Gesellschaft zu gründen. Das will ich auch nochmal einfügen. Das geht sehr schnell. Das Handelsregister ist sehr gut. Das Handelsregister ist sehr professionell geführt. Wir gründen dann eine Gesellschaft in 2-3 Tagen. Hängt natürlich von dem Aktionär ab und wir müssen gucken, sagen wir mal, wer soll der Aktionär sein? Soll er jemand sein, wo es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt oder nicht? Das sind so Dinge, die wir dann besprechen müssen. Kolumbien hat mehrere Doppelbesteuerungsabkommen. Und das hatte ich vorhin auch noch vergessen zu sagen. Warum Kolumbien? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel eine Firma hier hat, kann man über das Freihandelsabkommen nach USA zollfrei exportieren. Das heißt also, das ist natürlich auch interessant. Der US-amerikanische Markt steht offen. Mexiko steht offen. Der EU haben wir auch ein Freihandelsabkommen. Also das sind Dinge, wo man sagt, je nach Branche, wo man ist, hat man hier eigentlich auch schon eine kleine EU sozusagen. Also zollfrei exportieren. Die Transportwege, Schiff ist sehr günstig, hat einen sehr guten Preis. Man muss nur beachten, dass Transportwege innerhalb des Landes sind ziemlich teuer. Und das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Wir haben keinen Zug. Alles muss über Lastwagen transportiert werden. Und da muss man sich die Transportkosten ganz genau angucken. Ja, jetzt die Unternehmenssteuern in Kolumbien, also hattest du ja vorhin schon kurz angesprochen, die sind jetzt nicht besonders niedrig. Also ich würde eher sagen, sogar ziemlich hoch. Also da hat man 35%, ja. Das ist ja schon wirklich jetzt auch im Vergleich sogar höher als Deutschland, würde man sagen. Das heißt, man würde letztlich, ich nehme an, vielfach Unternehmer würden dann zum Beispiel hier über Gehalt oder sowas die Gewinne möglichst gering halten. Wenn man jetzt zum Beispiel dort eine Firma hat, ja, hat man ja dann Möglichkeiten, hier sich ein Gehalt zum Beispiel auszuzahlen. Ja, das wird dann nachher effektiv, der Steuersatz wird wahrscheinlich bei 20, 21 liegen. Sowas, ja, oder vielleicht sogar niedriger, wenn es kleine Unternehmen sind, wie du sagst, wird das genau so gemacht. Das weiß die Regierung auch und das weiß die Steuerbehörde auch. Und, naja, das ist halt so, aber wenn sie natürlich immer denken, dass man einfach nur durch eine Steuererhöhung das Land verbessert, also gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist nicht der Weg, also, aber gut. Letztendlich die Unternehmen, wir haben immer innerhalb der ersten 3 Monate des Jahres, und da sind wir ja gerade durch, die Hauptversammlung, und wir dachten jetzt durch die linke Regierung, die wir haben hier, würden die Unternehmenswerte sozusagen oder die Dividenden auch sehr stark zurückfallen. Das ist nicht passiert. Und ich kann nur sagen, das liegt eben auch an, wie gesagt, an dieser Globalisierung seit 1991. Es liegt an guten Unternehmern. Wir haben gute Unternehmer hier. Hier wird die Marge nicht verschenkt. Also wenn man nach Venezuela geht, ist eine ganz andere Sache. Da wird die Marge verschenkt, aber deshalb ist das Land auch so schlecht dran, weil einfach alles in Korruption versandet. Das kann man es ist leider so. Das ist eben bei uns nicht. Ja, hier ist die Korruption sehr gering, was ja auch angenehm ist. Man muss nicht dauernd verhandeln und machen und irgendwas. Nein. Es ist wie in Deutschland, es ist sehr, sehr objektiv. Man fühlt sich auch wohl, weil man versteht, wie die Wirtschaft funktioniert. Also kam mir jetzt gerade, während ich dazuhörte, noch in den Sinn, der kolumbianische Präsident, wie heißt er gerade? Gustavo Petro. Genau, Gustavo Petro. Der hat ja mal sich geäußert, und ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch Licht ins Dunkel bringen, wie weit das jetzt ist, dass er sich schon persönlich sehr interessieren würde, mit sich den BRICS-Staaten anzuschließen. Und die Kritik kam ja dann, dass das eben, du hast ja gerade das Zollfreiabkommen mit den USA abgesprochen, dass sich das natürlich auch sehr, sehr negativ auf den Handel mit den USA auswirken könnte. Und deswegen habe ich so das Gefühl, dass auf der einen Seite Brasilien zieht so ein bisschen vielleicht Kolumbien mit in den BRICS-Staatenbund rein, auf der anderen Seite steht man mit einem Fuß so irgendwie in einem US-amerikanischen Markt. Kannst du da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen? Wie sieht es eigentlich aus aktuell? Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu Gustavo Petro, zu unserem Präsidenten. Und ich meine, da sind wir schon stolz darauf, dass es diese linke Regierung jetzt auch gibt. Also egal, wie man eingestellt ist. Ich finde, das ist schon ein Ex-Guerilla-Mitglied, ist jetzt Präsident unseres Landes. Nicht? Das gab es, glaube ich, nur in Uruguay auch nochmal. Aber da sieht man, die Demokratie funktioniert. Die funktioniert und wird respektiert. Ist sehr wichtig letztendlich. Denn so kommen auch mal andere Gruppierungen oder andere Ideen vor allem auch auf den Markt und in der Politik. Und das ist sehr positiv. Was Negatives ist zu ihm letztendlich ist, dass er natürlich sehr eine
eine Schichtendiskussion entwickelt, wo er immer reich gegen arm und sehr, sehr konfrontativ führt, anstatt zu sehen, dass das Land irgendwie zentral irgendwie nach vorne kommt. Und da kommen dann genau diese Punkte, nicht? Dass man dann sagt, ja, eigentlich wollen wir diese internationalen Freihandelsabkommen gar nicht so, sagt er jetzt auch plötzlich. Und dann kommen die Diskussionen auf, aber wir exportieren so viel Früchte, wir exportieren so viel Kaffee, wir exportieren und das nach USA und nach Europa. Also das sind vor allem unsere Hauptbereiche. Hinzu kommt jetzt noch dazu, dass Rinderfleisch exportiert wird, vor allem auch nach Europa und in den Middle East. Das heißt also, solche Dinge, die werden nicht gestoppt. Das funktioniert, die Unternehmer sind stark, die Institutionen sind stark. Und wenn er sagt, er will da an dem Freihandelsabkommen mit USA etwas verhandeln, dann wird am nächsten Tag ist Chaos. Ja, weil er sagt das einfach so, ohne zu wissen, was er verhandeln will. Und dann ist natürlich, und das führt zu einer Unsicherheit. Er ist noch 2 Jahre dran. Das führt natürlich zu dieser Konfrontation, die in der Demokratie nicht schlecht ist. Das ist schon okay, dass man darüber spricht, dass man darüber diskutiert, aber man kann nicht jede Wege da abschneiden wieder. Und dann 2 Tage, 3 Tage später, dann sagt er, nee, das war ja nicht so gemeint. Ich wollte nur, dass wir da mal drüber nachdenken. Ja, gut. Also es ist ja schon erstaunlich, ja. Also wie du jetzt schon gerade sagst, Kolumbien exportiert 6-mal mehr in die USA als in das Nachbarland Brasilien. Ja? Also Brasilien ist so der 5. größte Handelspartner. Die Top 4 sind USA, China, Panama, Indien. Und also Kolumbien exportiert mehr nach Indien als nach Brasilien. Wie kommt sowas? Die Transportkosten nach Brasilien. Also man muss über die Guyanas rüberfahren mit den Schiffen, um dann nach Brasilien zu kommen. Weil durch den Amazonas unten, wir sind zwar Nachbarn mit Brasilien, ist es sehr schwierig. Das Amazonasgebiet wird erstens mal durch ganz große Naturparks geschützt, was ja schon seit, weiß ich wie vielen Jahren, aber 50, 60 Jahren so ist. Und es gibt immer mehr Naturparks. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, der Frankfurter Zoo oder die Frankfurter Zoogemeinschaft wird da auch mithelfen in einem der wunderschönen Naturparks, die es gibt, die man besichtigen kann. Aber das ist alles Tourismus, der organisiert ist, ja, also der geführt wird, der zu Orten, wo es sogar noch indigene Bevölkerung gibt, die fast keinen Kontakt zur restlichen Bevölkerung hat. Das heißt also, dadurch geht es fast nicht durch den Amazonas und deshalb muss es außenrum gehen und das hat Kosten. Nach USA, da ist der Weg, also das ist wie eine Autobahn mit Schiff, ne? Also jeden Tag raus und rein und da sind die Kosten anders. Vom Atlantik. Wir haben den größten Hafen, den wir haben, der liegt in Buenaventura im Pazifik. Die müssen natürlich durch den Panama-Kanal, wenn sie nach Europa wollen. Und der Panama-Kanal leidet natürlich im Moment unter Wassermangel, sodass weniger Schiffe da durchfahren können und nicht diese ganz großen Schiffe, die eigentlich angedacht sind, sodass der Weg mehr zur Westküste von USA führt. Aber das ist weiterhin unser größter Hafen, Buenaventura im Pazifik. Das heißt, der ganze Süden Kolumbiens ist letztlich, sage ich mal, Regenwald, Dschungel, Urwald, der ist letztlich undurchdringbar, ja? So also zumindest straßenmäßig, ja. Nee, so ist es. Ganz genau so ist es, was auch von der Natur her sehr schön ist, aber man muss dann eben andere Wege finden nach Brasilien. Okay, interessant. Es ist interessant, wir haben uns ja eigentlich über Steuern unterhalten, oder? Wie wir jetzt, ich versuche gerade noch zu überlegen, wir waren noch gerade bei Steuern, oder? Und jetzt sind wir da irgendwo im Dschungel. Aber Steuern sind ja auch manchmal ein Dschungel, oder? Kann man ja so sagen, ne? Kann man so sagen, definitiv, ja. So, nochmal ganz kurz zurück. Ich will einfach nur, damit jetzt die Zuschauer und Zuhörer, die auf dieses Thema so gespannt sind, haben wir irgendwas noch vergessen zu erwähnen? Also du hast gesagt, Einkommenssteuer ist progressiv. Ich glaube, der oberste Steuersatz so bei 35 oder 39%, was ich gelesen habe. Ganz genau. Also 35 oder 39? 39 ist gerade jetzt durch die neue Regierung letztes Jahr erhöht worden. Ja, vorher war es 35, glaube ich. Ne? Ja, es war davor sogar 30, aber wie gesagt, jetzt sind wir plötzlich auf einmal bei 39. Aber es liegt auch daran, dass Kolumbien die natürlichen Personen immer weniger zahlten als die Unternehmen. Und ich glaube, das ist schon, deshalb ist es ja gut, dass es immer wieder auch einen Regierungswechsel gibt, schon richtig, dass die natürlichen Personen
die mehr Vermögen haben, dann auch ein bisschen mehr bezahlen und natürlich die Unternehmer, die die ganzen Arbeitsplätze schaffen und so weiter, dass die ein bisschen entlastet werden. Ja, vielleicht noch dazu, die Banken sind so stabil, das ist in der Region auch wichtig darzustellen, dass wir haben hier 4, 5 große Banken und nationale Banken und die sind sehr stabil, haben viel Geld, also keine Krise, überhaupt nicht. Und die gehen auch in Zentralamerika, haben die auch ihre Niederlassungen, natürlich auch in USA oder Panama. Panama ist ja auch nicht mehr so ganz gut angesehen, gehörte ja mal zu Kolumbien, aber das ist schon über 120 Jahre her, ist natürlich heute weiterhin ein Finanzzentrum, passt sich immer mehr an die Regeln der OCDE, jetzt OCDE heißt das in Spanisch, das ist die OECD. OECD, ja. OECD, danke, genau. Und Kolumbien gehört zur OECD. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Das führt zu einer Sicherheit. Wir sind in dem Club drin und das ist ein Club, der verlangt natürlich, dass man gegen Geldwäsche vorgeht, dass man compliant ist. Ne? Das ist schon wichtig. War übrigens auch ein guter Hinweis. Banken hätte ich sowieso dann nachher nochmal angesprochen. Also nochmal zurück, das, was du gesagt hast mit den Steuern. Ich meine, ich hatte gestern auch ein Gespräch mit einem Mandanten und der hat auch ganz klar gesagt, wir suchen nicht das steuergünstigste Land. Man muss ja eigentlich immer gucken, was unterm Strich rauskommt. Und zum Beispiel in einem Land, wo es eine Zollunion mit den USA gibt, beispielsweise, hat man ja auch bestimmte andere Produkte zum ganz anderen Preis. Wir hatten mal über die Bahamas gesprochen, da kann es ja steuerfrei leben. Aber es ist so exorbitante Einfuhrzölle, wieder im Gegensatz, ne, was nützt dir dann im Prinzip die Steuerfreiheit auf der einen Seite, wenn du für bestimmte Produkte exorbitante Zölle hast. Aber deswegen ist schon gut, halt über alles mal zu sprechen. Also Einkommensteuer haben wir gesprochen, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer gibt es, beides, so wie ich verstanden habe. Ne? Mhm. Aber die ist nur bei 1%. Also das hängt davon ab, wo man im Land ist, in welchem Department, ja, und in welcher Gemeinde. Und die Gemeinde hat erhebt die Gewerbesteuer und die Gewerbesteuer ist hier nur 1% oder 1,5%. Deshalb, wenn man es vergleicht mit Deutschland, sagt man, oh, die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer ist zu hoch. Ja, aber die Gewerbesteuer ist dafür minimal. Das macht natürlich dann auch wieder einen Unterschied. Ne? Okay. Und was haben wir noch für Steuern? Also wie sieht es aus mit solchen Steuern wie Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer? Ja, ist richtig, haben wir auch. Das nennt sich nicht Erbschaftssteuer, aber es nennt sich eine Gewinnsteuer, Capital Gains Tax. Das heißt also, dass wenn jemand plötzlich auf einmal 100.000 Euro bekommt, dann hat er natürlich einen Zuwachs plötzlich bekommen. Und dieser Zuwachs wird hier mit 15% versteuert. Das ist auch neu, es waren 10%, aber wie gesagt, letztes Jahr gab es eine Steuerreform und jetzt ist es 15%. Aber 15 ist immerhin noch besser als, 40, 45% in anderen Ländern. So interessant, wenn du sagst Steuerreform, ne? Früher waren Reformen immer eine Verbesserung, oder? Zum Beispiel die Rechtschreibreform sollte eine Vereinfachung herbeiführen, oder? Und oftmals halt Reformen, das Wort, ja, hat man halt schon. Aber wir sind ja Anwälte und es gibt ja Alternativen, nicht? Also wir müssen dann tax-effective denken und dann gibt es ja wie in Deutschland eben auch diese Schenkungssteuer, die man da vermeidet, wenn man das 10 Jahre vorher überträgt. Und wenn man hier vorher auch überträgt zu Lebzeiten und sich ein lebenslanges Nutzungsrecht beibehält, zum Beispiel solche Dinge, dann kann man das alles tax-effective sehr viel besser vorbereiten natürlich. Ne? Das Steuerrecht zum Beispiel, hat das irgendwo Wurzeln in einem europäischen Land? Also mitunter viele Länder haben ja entweder von den Franzosen abgeschrieben oder von den Deutschen abgeschrieben, von den Engländern abgeschrieben. Wo hat denn eigentlich das Steuerrecht in Kolumbien so seine Wurzeln? Gute Frage. Also unser Zivilrecht ist tatsächlich Code Napoleon, ja, und römisches Recht. Unser Strafrecht ist spanisches Strafrecht und das basiert wiederum auf dem deutschen Strafrecht. Das kann ich beantworten. Steuerrecht weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht, worauf das basiert hier bei uns. Aber ich muss sagen, es ist verständlich. Sie versuchen es zu vereinfachen. Die GIZ hat da auch geholfen, das zu vereinfachen und zu computerisieren. Das heißt also, dass da immer wieder gekreuzt wird. Also es ist nicht so, dass man hier, Steuerhinterziehung ist jetzt in den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen, 10 Jahren nicht mehr an der Tagesordnung. Interessant. Wie ist denn das jetzt also mit dem Thema Aufenthaltsgenehmigung? Ich habe gesehen, man kann dort zum Beispiel sich eine Immobilie kaufen, dann kriegt man dort ein Aufenthaltsrecht. Was sind denn da so die typischen Szenarien? Ganz genau. Das ist auch wichtig.
Wenn man als Rentner kommt, gibt es ein spezielles Rentnervisum. Das ist natürlich, sagen wir mal, einfach, direkt. Und dann kann man investieren, was man investieren möchte. Das ist der eine Weg. Wenn man jetzt aber keine Rente bekommt, sondern etwas aufbauen möchte, sagen wir mal, dann kann man eine kleine Gesellschaft gründen. Wie gesagt, in 3 Tagen ist so eine Gesellschaft gegründet und sich den Posten als Geschäftsführer oder stellvertretenden Geschäftsführer geben und bräuchte dann in dem Unternehmen ein Kapital von ungefähr 25.000 Euro. Damit hat man ein Geschäftsführervisum. Ja? Das ist sozusagen, das sind so die 2 typischen Wege. Der dritte wäre natürlich, wenn man kolumbianische Kinder hat oder mit einer Kolumbianerin oder mit einem Kolumbianer verheiratet ist, dann hat man sofort das Visum natürlich. Aber die ersten 2 sind so die typischen. Ich muss auch sagen, da gab es auch eine Reform im letzten Jahr, denn wir haben an die 2 Millionen Venezolaner bei uns. Und das ist eine hohe Zahl. Und da möchte die Regierung jetzt alle registrieren und hat dann durch diese Steuerreform, durch diese Visumsreform ein Visum entfernt, was wir früher auch sehr viel benutzen. Das war das Investorenvisum. Da konnte man eine Immobilie kaufen und dann das Visum bekommen. Das ist im Moment nicht mehr so. Also man muss schon sehen, dass man jetzt über die Rentnerschiene geht oder über so eine kleine Gesellschafterschiene geht. Diese 2 sind eigentlich die wir dann empfehlen und aufbauen. Es gibt ja aber auch ein Digital-Nomaden-Visa, ne? Richtig, das auch. Das ist für die ganzen Personen, die jetzt dann in der Welt leben und arbeiten, aber für eine Firma in einem anderen Land. Und das gibt es ja auch. Und das funktioniert auch. Was nicht so gut funktioniert, ist so ein Selbstständig-Sein-Visum. Da ist, wie gesagt, durch diese 2 Millionen Venezolaner, die wir jetzt hier haben, ist das verschärft worden. Heißt nicht, dass es nächstes Jahr wieder anders ist. Aber im Moment ein Visum als Selbstständiger ist nicht so ganz einfach zu bekommen. Wie kann man sich denn die Lebenskosten vorstellen? Alexander, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen sagen. Weil das die sind auf jeden Fall sehr viel geringer als in Deutschland. Ja, also alles, was vor allem Restaurants sind und sonst hier die Transportkosten für Personen, Urlaub und so weiter, das ist alles sehr, sehr viel günstiger als in Deutschland. Mieten und vielleicht die Einkäufe in den Supermärkten. Wir haben jetzt hier auch so eine Art Aldis und sowas. Also das gibt es auch. Da ist es sehr vergleichbar. Mit Deutschland. Aber ich würde sagen, in Kolumbien kann man mit 1.000 Euro gut leben. Ja, also das ist vielleicht mal so eine Zahl. Ja, das ist und als Ausländer wird man gut angesehen. Das ist auch eine persönliche Genugtuung, das muss man wirklich sagen. Man wird geschätzt, also das ist angenehm. Und wie sind so jetzt die Löhne? Ich sage jetzt mal, wenn ich zum Beispiel jetzt Sachbearbeiter habe, sage ich mal, oder Assistentin im Bürokaufleute oder sowas, wie ist so der typisches Gehalt in Kolumbien? Ja, ich würde auch sagen, da sind wir so, Kolumbien hat 14 Gehälter im Jahr. Also da sieht man auch, dass da der Arbeitnehmer, es wird immer wieder versucht, auch dem Arbeitnehmer da zu unterstützen. Also er hat nicht nur die 12 Gehälter, sondern hat dann noch das 13. Gehalt. Das ist ein Severance Payment sozusagen, ein Fonds, also ein Gehalt. Und das andere Gehalt ist ein Sommergeld und Weihnachtsgeld. Das sind also 14 Gehälter insgesamt. Man kann damit rechnen, dass man bei den Gehältern liegt man vielleicht bei 1.500 Euro. Dann gibt es Abzüge natürlich für die Krankenversicherung und für die Rentenversicherung. Wenn jemand aber in einer Rentenversicherung im Ausland ist, zum Beispiel in Deutschland, dann kann er die weiter bezahlen, muss hier keine bezahlen. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und die Krankenversicherung, muss ich sagen, ist exzellent. Also das Krankenversicherungssystem in Kolumbien, auch für die ärmste Bevölkerung, die sind versorgt. Ja? Also ich sage mal, bei 1.500 und dann kommen da wahrscheinlich für den Arbeitgeber, wenn er das zahlt, nochmal 50% dazu. Also das ist je nachdem wegen der Pensionskasse und der Krankenkasse. Und dann gibt es noch eine dritte, das ist so eine Versicherung für Gefahren am Arbeitsplatz. Ne? Mhm. Gut, ein Geschäftsführer natürlich von größeren Unternehmen ist das Gehalt vergleichbar wie in Deutschland. Das Einzige ist nicht vergleichbar mit den ganz großen Geschäftsführern oder ganz großen Firmen in Deutschland. Das ist natürlich nicht vergleichbar. Okay. Wie sieht es denn aus im Bereich medizinische Behandlung? Schulsystem war übrigens gut, hast du am Anfang ja was schon dazu erzählt. Also da gibt es wahrscheinlich, muss man sich keine Sorgen machen, gerade wenn man vielleicht Kinder mitbringen will, aber
wenn man jetzt mit Kind oder mit Familie nach Kolumbien kommt, dann fragen sich ja viele, ob es Krankenhäuser, medizinische Behandlung, muss ich dann in den Nachbarland fliegen, in die USA lieber nicht, das ist viel zu teuer, muss ich dann nach Europa zurückfliegen, wenn ich mich mal behandeln lassen möchte. Ja. Nein, ich glaube, es ist genau umgekehrt. Wir nehmen so viele auf aus USA im Moment. Krankenhäuser, die medizinische Behandlung ist exzellent. Exzellent, da kann man nichts sagen. Vielleicht, was man dazu sagen sollte, ist, sie ist zentralisiert in den größeren Städten. Jetzt haben wir nicht nur die 4 großen, die wir schon genannt haben, also Bogotá, Cali, Medellín und Barranquilla, sondern wir haben bestimmt noch 20 weitere größere Städte, Bucaramanga, Cúcuta. Da gibt es eine ganze Menge von Städten, die fast 600.000 Einwohner haben, mit einer exzellenten medizinischen Versicherung. Aber wenn man dann auf dem Land ist, da ist die medizinische Versorgung nicht so gut. Da muss man tatsächlich in diese größeren Krankenhäuser dann fahren. Aber man muss nicht aus dem Land fliegen, sondern eher, wie gesagt, aus dem Ausland kommen sie, weil medizinische Versorgung hier sehr günstig ist. Also man zahlt eine Krankenversicherung, ich sag mal, für eine Familie zahlt man vielleicht 400 Euro. Für eine Familie mit 3 Kindern zahlt man 400 Euro. Und alle sind super versorgt. Und das geht aber, egal wer kommt und sich dann da versichert, da habe ich bisher noch keine Beschwerden gehört. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass aus USA kommen sehr viele und aus Europa einige auch, die sich hier Schönheits-OPs machen lassen, weil die einfach viel günstiger sind hier. Nicht? Also da kommen sie eingeflogen, lassen sich operieren und fliegen wieder aus. Interessant. Ja. Sehr interessant. Also, es ist so spannend, dir zuzuhören. Unsere Zeit ist leider, wie ich gerade sehe, schon abgelaufen. Aber es war wirklich, ich kann nur sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. 2 Fragen, 2 kurze Fragen. Kurze Frage, kurze Antwort. Die stellen wir den meisten unserer Gäste aus anderen Ländern. Was ist denn so dein Lieblingsgericht in Kolumbien? Oder wenn ich jetzt oder der Sebastian zum Beispiel mal kommen würden, oder auch ein Zuschauer, Zuhörer. Wir haben übrigens, muss ich dazu sagen, wir haben Zuschauer und Zuhörer, die reißen unsere Videos ab. Das ist uns teilweise gar nicht so bewusst. Aber wir haben jetzt mal einige kennengelernt und die schauen sich so ein Video an und sagen, okay, das wird jetzt geplant als nächste Reise. Wir rufen jetzt mal den Gast da an und dann lassen wir uns das mal zeigen. Kann also durchaus auf dich zukommen. Jetzt stell dir vor, die würden fragen, komm, wir gehen mal zusammen in ein Restaurant, empfiehl uns mal was sollen wir bestellen? Ja, meine Antwort ist sehr diplomatisch. Ich würde sagen, es hängt wirklich von der Region in Kolumbien ab. Und das ist das Schöne letztendlich auch. Es ist nicht nur ein Gericht in ganz Kolumbien, sondern an den Küsten natürlich Fisch. Fisch ist allerbeste. Mit Ceviche auch, der zwar aus Peru hier importiert wurde, aber der hier exzellent ist. Und dann kommt natürlich bei uns in der Region, hier gibt es eine sehr schöne Kartoffelsuppe mit Huhn drin und allem Möglichen. Da gibt es in der Region Medellín die Bandeja Paisa. Also wenn Sie das sehen, da denken Sie, das schaffen Sie nicht. Aber das ist mit Bohnen, Reis, Fleisch, alles Mögliche. Und ich würde sagen, es gibt das beste Biofleisch auch, für den, der gerne Fleisch isst. Es gibt aber auch ganz vegane, tolle Gerichte. Also ne, das hängt von der Region wirklich ab. Okay, gut. Da muss man schon, um das jetzt alles nachzuessen, was du gesagt hast, muss man schon eine Woche bleiben. Und letzte Frage zum Schluss. Also du sprühst ja so vor Begeisterung für du hast am Anfang gesagt, mein Land stelle ich hier vor, oder? Ist auch toll, war deswegen auch sehr spannend, dir zuzuhören. Aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt doch nochmal in ein anderes Land auswandern. Welches Land steht denn da auf deiner Shortlist, wo du sagst, also wenn ich mal in ein anderes Land auswandern würde, das könnte ich mir vorstellen, dort mal zu leben. Du darfst alles sagen, übrigens außer Deutschland. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich glaube, ich hätte Deutschland gesagt, ja, tatsächlich. Aber weil, ich meine, es sind ja gemischte Gefühle. Ich habe 2 Pässler auch, ne? Es sind gemischte Gefühle und wenn man hier ist, dann liebt man Dinge von dort und wenn man dort ist, liebt man Dinge von hier. Es sind gemischte Gefühle, kann ich nicht anders sagen. Ein anderes Land, nee, würde ich jetzt nicht, habe ich keins. Ja, spricht für Kolumbien, kann ich nur Spricht für Kolumbien, ja. Ja, so ist es. Also, dann, lieber Alexander, vielen herzlichen Dank, kann ich nur sagen. Ja, danke. Freude gemacht und wir hoffen jetzt auch, dass du auch einige Anfragen bekommst von dem ein oder anderen Zuschauer, Zuhörer. Wir blenden deine Kontaktdaten am Ende des Videos ein. Okay, ich hoffe wir. Wir ist immer schön. Genau. Okay. Danke dir. Tschüss, Jo. Alexander. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.